Guten Morgen und willkommen bei Seminare. Mein Name ist Birgit Genz und ich habe die Freude und die Ehre, heute mit Grille aus Australien zu sprechen. Hello, Robin. Hello. Robin ist Author of the Book. Robin ist Autor dieses Buches und auch Autor eines weiteren Buches. Er ist Psychotherapeut in Australien und spricht international auf Konferenzen zu Kindererziehung und ist selbst Vater einer Tochter. So hello, Robin, again. I'll interview you on your book. And there's a quote in your book which I really like. That is, the quality of the connection you have with your child depends upon your own connection with yourself. Ich stelle Robin als erstes die Frage, die sich auf ein Zitat von ihm bezieht, nämlich, dass die Verbindung mit dem Kind basiert auf die eigene innere Verbindung mit sich selbst und ob er dazu etwas sagen kann. Can you say something to that? Yes, Birgit, and first of all, thank you so much for this opportunity to speak with you. And it's lovely to see you again. And thank you for the opportunity to speak to your German audience, your German readers. It's good to be with you. Go ahead, yes. Robin sagt als erstes, ja, dass es schön ist, hier zu sein und auch mit dem deutschen Publikum zu sprechen, obwohl er gleichzeitig hier in Australien ist. Mm-hmm. That what you quoted from a book still feels very true and very, very important for me. And it's been my experience as a father, but as well as a psychologist working with families, that no matter how many parenting techniques we learn from books, what really ultimately makes the difference is how deeply we know ourselves. Because the more deeply that we listen to our own feelings, the better we are able to listen to the deepest feelings of our children. Robin sagt, dass dieses Zitat aus seinem Buch, das ich angesprochen habe, auch für ihn berührend ist. Sowohl als Vater als auch als Psychotherapeut hat er die Erfahrung gemacht, dass Eltern, egal wie viele Bücher sie gelesen haben oder wie viel Expertenwissen sie haben, den Unterschied dadurch machen, dass sie mit sich selber innerlich in Kontakt sind. Je mehr sie sich selbst innerlich hören, ihre innersten Bedürfnisse, desto mehr sind sie in der Lage, mit ihren Kindern auf diese Weise in Kontakt zu treten. I want to say also that when we know ourselves very well, when we know ourselves intimately, we discover that no matter how strange or provocative or difficult our children's behavior seems to us, there is always a small part of ourselves that is the same as them. Und etwas, was auch daran bemerkenswert ist, ist, dass wenn wir uns wirklich gut kennen, uns selbst auf intime Weise vertraut sind, dann bemerken wir, dass egal wie schwierig oder seltsam oder herausfordernd unser Kind sich verhält, dann entdecken wir immer einen kleinen Teil in uns, der diesem seltsamen Verhalten verbunden ist oder der auch so ist wie sie. If we're honest with ourselves, we all have a shadow inside. We all have perhaps a little dark side. We all have a desire to misbehave and to be selfish sometimes. We all have an aspect of ourselves that has a difficult nature. Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann haben wir alle in uns einen Schatten, der vielleicht nicht sich gut verhalten möchte, der vielleicht böse ist, der vielleicht nicht kooperieren möchte. Also Aspekte von uns, die vielleicht nicht so gut sind. So if we deeply understand what motivates our most our darkest impulses, our desire to misbehave, if we understand what motivates those desires in us, we are much better able to understand that in our children. And that makes us far more effective as parents, because when we have to say no, when we have to set boundaries,
our children can really see when we're not being judgmental of them. Wenn wir die Impulse in uns selber verstehen, aus denen heraus wir uns selbst schlecht verhalten wollen oder kein angemessenes Verhalten an den Tag legen wollen, und wenn wir mit diesen Impulsen in Berührung sind, dann können wir als Eltern viel, viel mehr in Verbindung sein und effektiver sein, weil wir das Gleiche auch in unserem Kind verstehen. Und wenn wir dann als Eltern zum Beispiel Grenzen setzen, dann können die Kinder auch spüren, ob wir das auf eine verurteilende Art und Weise tun oder auf gute Weise. Yeah, so even when we have to say no and we have to set a limit, our children can really feel the difference when they sense that we're not being judgmental of them, when we're not condemning them for their behavior. And they respond much better. They trust us more. They respond better to what we ask from them. Und unsere Kinder spüren diesen Unterschied. Sogar dann, wenn wir eine Grenze setzen müssen oder ein Nein aussprechen müssen und wir das aber auf eine Art und Weise tun können, die die Kinder nicht verurteilt. Und dann reagieren sie auf diese Art und Weise. And just to ask, that difference, that non-judgmental way is caused by being in inner contact with our own not liking the no or our own wish to push this limit. Ich habe nachgefragt, ob es so ist, dass dieses Nicht-Verurteilende daraus entsteht, dass wir selber in Verbindung sind mit dem Teil von uns, der diese Grenze vielleicht nicht akzeptieren möchte oder ein schlechtes Verhalten an den Tag legen möchte. Of course, if one example, if my child is being very aggressive, and I want to say no, and I want to set a limit, don't talk that way, don't behave that way. It makes a really difference when I have been honest with myself, because when I know that inside me is somebody that sometimes behaves aggressively or wants to behave aggressively, I have the same flaw, exactly the same. And so if I understand me, my child really sees in my two eyes that I understand her or him. So she or he is much more likely to go with what I'm asking. Natürlich, wenn mein Kind, sagen wir mal als Beispiel, aggressiv ist und ich ehrlich bin mit mir selbst innerlich und in Kontakt bin mit einem Anteil von mir, der vielleicht selber ab und zu aggressiv ist, dann bewegen wir uns auf dem gleichen Grund, weil mein Kind merkt, dass ich selbst innerlich ehrlich bin, und das kann es in meinen Augen sehen, und dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr viel offener mit mir kooperieren. There is nothing more important than the self-knowledge in making us effective parents and teachers. Es gibt nichts, was wichtiger ist als das eigene in Kontakt sein, das sich selbst kennen, das uns mehr hilft dabei, gute Eltern zu sein oder Lehrer. Thank you, Robin. I would like to ask another question, because in your book you also write on the effects of punish or praise or shame, and that this effect is harmful. Even praise is harmful. Why is that? Ich habe Robin eine weitere Frage gestellt, und zwar schreibt er in seinem Buch auch über die schwierige Wirkung von Lob und Tadel und auch Scham, und frage ihn, warum das schädlich ist, warum auch Lob zum Beispiel schädlich ist. Oh, there are so many things I could say about that. I will try to keep it brief. In English, the metaphor is the carrot and the stick. Also yeah. Im Englischen gibt es eine Metapher, und das ist die von der Karotte am Stock. So what that means is we use the stick to punish the behavior that we don't like, and we use the carrot to reward the behavior that we do like. And the important thing to acknowledge is that the carrot and the stick is what most cultures around the world, almost every culture has used that method to raise children for thousands of years.
Im Deutschen würde das wohl am ehesten dem dem Ausdruck Zuckerbrot und Peitsche entsprechen. Und er sagt, das ist quasi, dass man die Karotte in seinem Ausspruch benutzt, um die Kinder zu belohnen, und den Stock, um die Kinder zu bestrafen, wenn sie etwas machen, was sie nicht tun sollen. Und das wurde in fast allen Kulturen auf diese Art und Weise praktiziert. Have a look at any history book. Do you think that it has worked? Has Wenn man, it made humanity less violent and less selfish, to use the carrot and the stick? Und er sagt, man kann sich die Geschichtsbücher anschauen und sich fragen, ob es funktioniert hat, die Menschheit weniger aggressiv und gewaltvoll zu machen. Hat das funktioniert? If I had more time tonight, I could speak about the science, because in this era, there have been so many studies around the world to look at the effects of punishment and the effects of shaming and the effects of using secondary rewards. And the results are comprehensively negative. But I don't want to bore your listeners with all of the research, okay? Also wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich ganz viel sagen zu der wissenschaftlichen Seite dessen, da gerade dieses Jahr, also vergangenes Jahr, ganz viele Studien herausgekommen sind zur Wirkung von Strafen, aber auch von sekundären Belohnungen und von Scham. Aber er möchte unsere Hörer nicht langweilen und hat auch nicht die Zeit. Let's briefly talk about punishment. Punishment is the infliction of pain. It's the deliberate infliction of pain and suffering in order to change a person's behavior. Lassen Sie uns zuerst über Strafe sprechen. Strafe ist das bewusste Zufügen von Schmerz gegenüber einer anderen Person, um deren Verhalten zu verändern. Almost every one of us remembers this from our own childhood, from our teachers and from our parents. Fast alle von uns erinnern sich daran in ihrer Kindheit bezüglich ihrer Eltern oder Lehrer. I'll talk about self-knowledge again. If you remember with honesty what that felt like for you, when somebody punished you as a child, did it make you love the punisher more? Did it make you want to be more considerate and more caring towards the punisher? Is that your honest recollection? Wir können da zurückkommen auf die Selbstkenntnis, wenn wir uns daran erinnern, ehrlich daran erinnern, wie sich das angefühlt hat für uns selbst und uns die Frage stellen, hat uns das mehr Liebe gegenüber der bestrafenden Person empfinden lassen? Hat uns das empfinden lassen, dass wir mehr in Verbindung sind? In Germany, I believe it has been against the law for parents to smack a child since the year 2000. Er glaubt, dass in Deutschland das Schlagen von Kindern, das ein Klaps geben seit 2000 verboten ist. I don't know since which time it is forbidden. Ich weiß nicht. Around about that time, or soon afterwards. And so it's the same as, it's considered domestic violence. It's exactly the same as if a husband hits his wife. Also es wird als häusliche Gewalt betrachtet, so ziemlich das Gleiche, wie wenn ein Mann seine Frau schlägt. Nobody has any problem understanding that when one adult hits the other adult, it does not improve behavior in the long term. Kein Mensch hat Probleme damit zu verstehen, dass wenn ein Erwachsener einen anderen schlägt, dass das kein gutes Verhalten zur Folge hat. So why should we make a special case for the child who is the most vulnerable member of the community? Also warum sollte das einen Unterschied machen, wenn es ein Kind ist, das verletzlichste Mitglied unserer Gesellschaft? Yeah, I've got a question, but how is it with praise? Ich stelle aber die Frage, ja, das leuchtet ein, aber wie ist es denn mit Lob? If you don't mind, Birgit, I want to say quickly one more thing about punishment and shaming. Shaming is different. Shaming is when we tell children a negative message about who they are. When we call them names, we say you're naughty, you're a bad person. And that method has been used through the ages in most cultures also. Er möchte gern noch was sagen zum Beschämen, weil das etwas ist, das über die Kulturen und die Jahrhunderte hinweg immer wieder verwandt wurde.
Und beschämen ist etwas, wenn wir einem Kind eine negative Botschaft über sich selbst vermitteln. So it's even if I don't discuss the research, it's very easy to explain why punishment and shaming does not work. In fact, it makes, in the long run, it makes behavior worse. Because you can change behavior with punishment and with shame in the immediate term, in the short term. But when your child behaves well, in order to avoid punishment or shaming, that's not good behavior motivated by empathy. That's good behavior motivated by fear. Also ich kann das sehr klarstellen, selbst wenn ich die wissenschaftlichen Studien nicht heranziehe. Strafe und Beschämung funktioniert auf kurze Zeit gesehen. Das Kind wird sich gut verhalten, aber die Motivation, aus der heraus es sich gut verhält, ist nicht Empathie, ist nicht der Wunsch danach, sich gut zu verhalten, sondern Furcht. So when good behavior is pretend, it's phony and motivated by fear, that will go back to bad behavior the moment you turn your back. So, yeah. Und wenn gutes Verhalten durch Furcht motiviert ist, dann wird das in dem Augenblick sich wieder wandeln und zurückverwandeln in schlechtes Verhalten, in dem Augenblick, in dem man sich umdreht und der Druck nachlässt. In summary, punishment or shaming can change behavior for the short term, but can never produce empathy in the child. Punishment and shaming cannot teach the empathic response. Zusammenfassend kann man sagen, dass Strafe oder Beschämen niemals ein empathisches Verhalten oder eine empathische Reaktion hervorrufen wird im Kind. Das ist nicht möglich. So you also asked me about praise, and most parents want to praise their child. It comes spontaneously from your heart when you see something beautiful in your child's face, when your child does something that you love to see, that you want to say something, and that's so natural. Sometimes praise can be problematic. If you have ever had somebody tell you how wonderful you are, Birgit, you're the perfect interviewer, you're so wonderful. If that's ever made you feel a little bit uncomfortable, a little bit like, how would you say in German, like you feel patronized, manipulated, you know, you won't like it if I praise you. It's like giving you money to get more good behavior from you. Du hast mich auch nach der Wirkung von Lob gefragt. Und ganz viele Eltern wollen ihre Kinder loben, wollen, wenn sie etwas Gutes gemacht haben, sagen, hey, wunderbar, das ist ein natürliches Verhalten. Problematisch wird das Ganze dann, wenn wir jemals die Erfahrung gemacht haben, dass sich ein Lob auch nicht gut anfühlt. Wenn er zum Beispiel zu mir sagt, hey Birgit, was für ein wunderbarer Interviewer du bist, und ich fühle mich auf eine Art und Weise manipuliert, so als würde mir Geld dafür gegeben werden, dass ich ein bestimmtes Verhalten an den Tag lege. You know, praising your child is not a completely terrible thing, but there's something more powerful. There's something more powerful if you really want to connect from your heart to your child's heart. Think of saying something about how you feel, and you'll see immediately it's a little bit more powerful. For example, instead of me saying, oh, you play the piano so wonderful, you're the most wonderful piano player in your school, you're an angel how you play the piano. If instead of saying this, I say, I feel so proud of you. I was touched by the way that you played, that the piece almost made me cry, the way you played. You know, whatever is true emotionally for you. Can you feel the difference?
Tatsächlich ist es so, dass Lob nichts ganz Furchtbares oder Schlechtes oder Schlimmes ist, wenn Eltern das machen. Aber es gibt etwas, was viel stärker ist, um Verbindung herzustellen oder gedeihen zu lassen zwischen Eltern und Kind. Und das ist an einem Beispiel erklärt, zum Beispiel, wenn ein Kind ein wunderbares Klavierstück aufgeführt hat und wir sagen, oh, wow, du bist so ein toller Klavierspieler, du bist der beste Klavierspieler an der Schule. Oder wir sagen zum Beispiel so etwas, oh, als du gespielt hast, da habe ich mich richtig stolz gefühlt. Oder als du das gespielt hast, das hat mich wirklich berührt. Ich musste fast weinen. Was auch immer sich in unserer eigenen emotionalen Wirklichkeit wahr anfühlt. Hm. Have you ever noticed that how often children really want to do things to please the adult? And if you've ever noticed a child, your child may be trying to do something well and then looking to see if they will get a little pat on the head from you, or you know, or congratulations, you know, bravo, bravo. And you might notice that feels a little bit disappointing for you. That's why in your heart you would prefer that your child acts to connect and not just to please you, but to connect. Hast du schon mal bemerkt, fragt Robin, wie oft Kinder etwas machen, um einem Erwachsenen zu gefallen und dann ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen mit einem Seitenblick auf die Eltern, um zu gucken, ob es ihnen gefallen hat und dann sich ein kleines Lob abzuholen, eine Gratulation, und wie sich das so ein kleines bisschen enttäuschend anfühlt und das aus dem Grund, weil wir uns wünschen, dass unsere Kinder etwas aus sich heraus tun und etwas tun, um sich zu verbinden. It really feels quite different when a child behaves very authentically. Not just to please an audience, but when they behave authentically, if you understand what I mean. Es fühlt sich ganz anders an, wenn ein Kind sich authentisch verhält. Nicht einfach, um ein Lob zu bekommen, sondern authentisch. Yes, Robin, that's very clear. Thank you for the example. I would like to come to my last question, and that is, many parents would love to connect with their children. However, they are sometimes themselves tired or exhausted or whatever it brings, daily life with children and a job or so. What are some of the most important things parents can do to feel parenthood as something enjoyable instead of burdensome? Ich frage Robin, was Eltern tun können, um Elternschaft zu genießen, anstatt es als Bürde zu empfinden. Denn viele Eltern wollen sich ja mit ihren Kindern verbinden. This is something I feel very sad about. That human beings are not designed to look after children with only two. Menschen sind einfach nicht dafür gemacht, zu zweit, also als zwei Eltern, Kinder großzuziehen. So the nuclear family, I don't know how you say this expression in German. In English, the nuclear family is mom, dad, and the children in a house. Also die typische Kleinfamilie, so sagt man im Deutschen, Mutter, Vater, Kind in einem Haus. It's a wrong turn in history. Also das ist eine Fehlentwicklung in der Geschichte. We are designed to look after children in a collaborative group with larger family, grandma, grandpa, uncle, aunt, or with close friends, people you love and you trust. Also wir sind eigentlich als Menschen dazu angelegt, Kinder in der Gruppe zu erziehen. Entweder in einer Großfamilie, Oma, Opa, Tanten, Onkel oder mit Freunden. That's why most parents are exhausted and sometimes angry. Und das ist der Grund, warum viele Eltern sich ausgepowert fühlen oder auch wütend. There is not enough support for mums and dads. Es gibt nicht genug Unterstützung für die Väter und Mütter. By definition, if you have one mum and one dad and one baby,
this one baby will ask from you more than what the two of you can give. Das ist per Definition so. Wenn da ein Vater und eine Mutter sind und ein Baby, dann wird dieses eine Baby diesen beiden Personen mehr abverlangen, als sie in der Lage sind zu geben. It takes 4 people to look after one child. Es braucht 4 Menschen, um nach einem Kind zu schauen. You know, mum and dad are the most important, but mum and dad need the support from behind for when you're tired. Also natürlich sind Mutter und Vater die wichtigsten, aber auch Mutter und Vater brauchen die Unterstützung von hinter ihnen. Please understand this, even if it sounds very, very strange for the modern society, because we have made a mistake. And what it means is that when you get tired, it's not your child's fault and it's not your fault. Also Yeah. es ist wichtig, das zu verstehen, weil die moderne Gesellschaft das anders suggeriert. Wenn wir müde werden und uns ausgepowert fühlen, dann ist das weder der Fehler des Kindes noch unser eigener Fehler. So very often I meet mothers who stay with their children at home all day alone with the children, and they feel like they are going crazy and they're desperate to have another adult so they can have an adult conversation. Also mir begegnen so oft Frauen, die alleine zu Hause sind mit ihrem Kind und das den ganzen Tag und die sich furchtbar danach sehen, einen anderen Erwachsenen zu haben für eine erwachsene Unterhaltung. So if you collect with other adults, other mothers, other fathers, Opa, Oma, and stay together as much as possible with the children too, everybody is happier, and you will find that because the adults are happier, the children are more calm and they behave better. Was wir also tun können, ist uns verbinden mit Oma und Opa, Freunden, Onkeln, Tanten und Zeit miteinander zu verbringen. Und dann werden wir feststellen, je glücklicher und zufriedener die Erwachsenen sind, desto ruhiger und auch zufriedener sind die Kinder. Thank you, Robin, so much for giving us this insight into your way of thinking about parenthood and also into the content of your book. Ich habe mich bei Robin bedankt für den Einblick, den er uns in seine Elternphilosophie gegeben hat, aber auch in sein Buch. And thank you so much for your time. It was a pleasure speaking with you. Und ich bedanke mich für seine Zeit. Also a great pleasure for me. It was a wonderful opportunity, and thank you again very much for translating my book into German. You're most welcome. Have a good time. Hello to Australia from here. Bye. Bye-bye.